Für manche Personen ist das Erlernen einer Fremdsprache einfach, anderen fällt dies eher schwer. Denn um schriftlich und mündlich kommunizieren zu können, muss das Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben beherrscht werden. In diesem Video stellen 4 Personen ihre Tipps vor, mit denen sie die deutsche Sprache gelernt haben. Mein Chef konnte ich gar nichts verstehen. Ja, es war ziemlich schwer, weil ich konnte, was er geschrieben hat und alles konnte ich verstehen, natürlich, aber wenn er gesprochen hat oder so, war es ziemlich schwer. Nach 3 Monaten habe ich ihn besser verstanden. Ich bin Christian, ich komme aus Costa Rica und ich bin Bauingenieur. Ich habe mir gesagt, du musst dein Hören verbessern. So habe ich diese Serien in der Bahn geguckt oder diese Songs immer, die Lyrics gesucht. Und jedes Mal, die ich etwas nicht verstehe, müssen wir das immer wiederholen, wieder gucken, die Lieder wieder spielen. Ich habe Anne-Mai Kantereit entdeckt und ich war, verliebt. Und dann merkst du schon, also wenn du in Kontakt mit den Kollegen, mit den Freunden bist, das ist ganz easy. Hörverstehen, ich glaube, das ist viel besser geworden. Ich habe ein sehr gutes Fortschritt gemacht bisher, aber ich weiß, ich kann noch mehr verbessern. Ja klar, die ersten kleinen Texte, das waren eher vereinzelte Sätze, ne, die manchmal auch jetzt nicht unbedingt zusammenhängend waren. Ich heiße Aiste, ich komme ursprünglich aus Litauen und arbeite aktuell als Content Managerin. Also für Anfänger, die halt eine Sprache lernen möchten, würde ich empfehlen, kurze Texte zu suchen oder auch Themen, die einen extrem interessieren, vielleicht in Richtung Hobby. Und online heutzutage findet man super viele Möglichkeiten, viele Texte und man kann natürlich auch einen Übersetzer als Hilfestellung nutzen. Aber mein Tipp ist ja auch, nicht vielleicht jedes Wort, was man nicht versteht, direkt übersetzen, sondern sich auf einen Kontext zu konzentrieren, weil das ist auch meine eigene Erfahrung. Man muss nicht jedes Wort 100% verstehen, sondern wenn man den Text durchgelesen hat, kann man sich erstmal so ein bisschen Gedanken machen, reflektieren, okay, worum geht's da? Und falls dann irgendwelche Worte gar nicht klar sind, dann nachschauen. Für die Anfänger würde ich jetzt auch nicht empfehlen, irgendwelche wissenschaftlichen Texte oder Studien zu lesen. Was ich empfehlen kann, das sind auch zum Beispiel Portale wie die Deutsche Welle oder Goethe-Institut. Die haben viele Angebote, also Online-Angebote, auch zum Lesen, also kurze oder auch längere Texte und auch Übungsaufgaben zum Text verstehen. Da sollte man, wenn man halt Deutsch lernen möchte, auf jeden Fall reinschauen. Und diese Angebote sind auch kostenlos. Aber was super funktioniert, das sind Chatten mit jemandem. Aber das ist natürlich beides, ne? Lesen und Schreiben, das ist schon halt so eine Mischung. Aber das ist eine super Sache. Schreiben war das Einfachste, weil das kam ja von mir. Manchmal hat man, das ist mein Thema und schreibe einfach voll viel. Jetzt schreibe ich immer E-Mail oder Nachrichten oder SMS. Also da habe ich gar keine Schwierigkeit. Hi, ich bin André, ich komme aus der Elfenbeinküste und habe Maschinenbau studiert. Am Anfang im Studium war es so schwierig, weil was man halt in der Uni, in der Sprachschule lernt oder zu Hause lernt, oder das nicht, vor allem bei Maschinenbau. Wir hatten so technische Fächer, wo man einfach so die Wörter gar nicht verstanden hat. Und war am Anfang so schwierig. Aber wenn man schon ein Thema drin, dann lernt man eigentlich dann alles sehr schnell. So, was ich so als Tipp geben kann, ist halt, dass ich hatte mich immer damals für Sport interessiert und dadurch habe ich dann immer voll viele Sportartikel gelesen und das hat mir dann quasi beim Schreiben dann weitergeholfen. Wenn ich so E-Mail schreibe, vor allem gerade bei der Arbeit und ich irgendwelches Wort nicht weiß, wie man das schreibt, also gucke ich immer nach. Ich habe einfach jemanden kennengelernt, zum Beispiel bei einer Kampfsport kennengelernt und sag mal, hey, können wir austauschen? Gehen wir aus. Ich würde lieber so als die gezielt Sprach-App. Ich bin Sha, ich komme ursprünglich aus China und arbeite als Designerin.
Ja, am Anfang hatte ich immer Angst, was zu äußern, auch in Klasse. Aber ich bin so ein Mensch, die sehr gerne ausdrücken möchte. Ich habe mich gekämpft, was zu äußern. Und am Anfang konnte ich gar nicht so richtig formulieren, Satz. Das war nur ein Wort nacheinander, das springt aus meinem Mund. Ich verstehe das nicht, aber die sind die Worte, die ich ausdrücken möchte. Danach, mit der Zeit, bin ich richtig angekommen. In der Hochschule konnte ich auch nicht so viel verstehen. Aber nach 2-3 Semestern hatte ich plötzlich alles verstanden. Ich habe kein Problem mehr. Ich glaube, bin ich bei diesem Turning Point angekommen. Wenn ich unsicher bin bei der Aussprache, ich habe eine App, die mir vorliest, dann kann ich nachahmen. 2 Tipps würde ich teilen. Erstes ist immer ein Ziel ersetzen, zum Beispiel Sprachniveau. Zweites ist immer mutig sein, immer weiter reden, diskutieren, debattieren. Einfach daran bleiben. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein wenig Mut machen und Sie mit dem einen oder anderen Tipp unterstützen. Auf Make It in Germany in der Rubrik Deutsch lernen findet man zahlreiche Links zu kostenlosen Lernangeboten, die man im Ausland, in Deutschland und ortsunabhängig digital nutzen kann. Das Angebot umfasst interaktive und vielfältige Übungen für alle 4 Sprachkompetenzen.